Holt sich der FC Bayern München jetzt gegen den PSV Eindhoven am 8. Spieltag der Champions League den nächsten Sieg und verteidigt damit Platz 2 in der Champions League Tabelle? Ja, hallo liebe FC Bayern und Fußballfans, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Und ein Bayern-Sieg jetzt in Eindhoven wäre sogar noch mega wichtig. Warum? Dazu natürlich gleich mehr im Video. Dazu gibt's meine Champions League Prognosenvorschau für dieses Bayern-Spiel. Natürlich wie immer spannende Fakten, Infos und wie immer auch die mögliche Aufstellung von Trainer Vincent Kompany. Wenn dir meine Bayern München Prognose gefällt, hey, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch kein Bayern-Video mehr von meinem Kanal. Schauen wir uns mal die Champions League Tabelle genauer an. Klar, Bayern ist auf jeden Fall schon mal direkt für das Achtelfinale qualifiziert, egal wie das Spiel jetzt am Mittwoch in Eindhoven ausgeht. Jetzt aber mit einem weiteren Sieg bzw. Unentschieden in der Champions League, der auch dann Tabellenplatz 2 bedeuten würde, hätten die Bayern dank neuer Champions League Regeln inklusive Halbfinale immer das Heimrecht in den Rückspielen und das bis zum Halbfinale. Richtig, das ist natürlich mega wichtig, gerade wenn man mal ein Hinspiel verlieren würde, dann aber im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken nochmal richtig angreifen kann. Also ja Bayern, holt euch diese 3 Punkte jetzt auch noch. Allerdings wird der PSV Eindhoven alles geben, um für sich das wichtige Spiel auch zu gewinnen. Denn selbst ein Unentschieden jetzt gegen die Bayern könnte für das Erreichen der Playoff-Spiele zum Achtelfinale nicht reichen. Denn alle Vereine von Platz 25 bis einschließlich 32 haben noch die Möglichkeit, mit einem Sieg Platz 22 oder besser zu erreichen. Das heißt, der PSV Eindhoven muss gegen die Bayern auf jeden Fall gewinnen. Und das spielt natürlich dem Team von Trainer Vincent Kompany in die Karten. Und warum man den PSV Eindhoven nicht unterschätzen darf, sehen wir hier. Gut, in der Champions League haben sie die letzten beiden Spiele verloren. Allerdings okay, auch mit Atletico Madrid bzw. am letzten Spieltag mit Newcastle United schon schwere Gegner. Aber Eindhoven hat zum Beispiel ein SSC Neapel zu Hause mit 6:2 quasi aus dem Stadion geschossen oder auch mit 4:1 beim FC Liverpool gewonnen. Dazu steht PSV in der niederländischen Liga unangefochten mit 14 Punkten Vorsprung auf Platz 1. Jetzt am Samstag spielten sie halt 2:2 unentschieden zu Hause gegen Breda. Damit aber ist Eindhoven jetzt seit insgesamt 16 Ligaspielen ohne Niederlage. In diesem Zeitraum spielten sie zweimal unentschieden, gewannen aber 14 Spiele. Also ja, der PSV Eindhoven ist schon mega stark aktuell, also auch super in Form, zumindest was die Liga angeht. Dabei haben sie jetzt bei 20 Spieltagen in der Liga ein super Torverhältnis von 61:25 Toren. Richtig, heißt im Schnitt erzielen sie 3 Treffer pro Partie. Im Vergleich, der BVB als Bundesliga-Zweiter hat in 19 Spieltagen 38 Tore erzielt. Also ja, Bayern muss von der ersten Minute an konzentriert sein und darf Eindhoven auf jeden Fall nicht unterschätzen. Klar ist aber auch, Bayern München geht natürlich als Favorit in dieses Champions League Spiel. Und nochmal, holen die Bayern ein Unentschieden jetzt in Eindhoven, hat man bis inklusive Halbfinale auf jeden Fall Heimrecht im Rückspiel. So, bevor wir uns gleich die mögliche Kompany-Aufstellung genauer anschauen, sehen wir nochmal kurz die besten Torschütze beider Teams in der Champions League an. Bis jetzt hat der PSV Eindhoven 15 Tore in der Champions League erzielt. Die erfolgreichsten Torschützen mit jeweils 3 Treffer sind Linksaußen Drioche und Stürmer Ricardo Pepi. Ja, Ex-Spieler vom FC Augsburg, aber Pepi fällt mit einem gebrochenen Arm verletzt aus. In der niederländischen Liga aber ist Mittelfeldspieler Ismail Saibari mit 9 Treffern aktuell der beste PSV-Spieler. Natürlich muss man auch
Paul Wanner erwähnen. Er wechselte ja im Sommer von den Bayern nach Eindhoven. Wanner ist zwar noch kein echter Stammspieler dort, aber wegen dann doch sehr großer Verletzungssorgen beim PSV stand Paul Wanner in den letzten 8 Pflichtspielen, Liga und Champions League, in der Startelf. Auch jetzt gegen die Bayern könnte er sogar notgedrungen, sagen wir es mal so, im Sturm spielen. In insgesamt 18 Spielen bis jetzt erzielte Wanner immerhin, 3 Tore. Und wer spielt noch beim PSV? Richtig, Ivan Perisic. Er spielte ja auf Leihbasis damals von Inter in der Saison 2019-2020 beim FC Bayern, holte die Champions League, Meisterschaft und den DFB-Pokal zusammen mit dem FCB. Dabei erzielte er immerhin in 35 Spielen 8 Tore und gab 10 Torvorlagen. In der aktuellen Saison beim PSV Eindhoven gab Perisic in 27 Spielen immerhin auch wieder 10 starke Vorlagen und erzielte dabei 5 Tore. Gut, bei den Bayern ist natürlich Harry Kane mit aktuell 7 Toren in 7 Spielen der Top-Angreifer. Damit liegt Kane in der Champions League Torjägerliste hinter MAP, er hat 11 Tore, auf Platz 2. Dazu natürlich auch ein Lennart Kahl und Luis Diaz mit jeweils 3 Toren bis jetzt. Schon ein bisschen überraschend muss man sagen, Michael Olise erst mit einem Tor in der Champions League. Das war sein Treffer beim 5:1 am zweiten Spieltag in Pavos. Dafür aber wieder mit 6 starken Torvorlagen in der Champions League bis jetzt und damit liegt er zusammen mit Vinicius Junior von Real Madrid auf Platz 1. Natürlich müssen sich die Bayern um 100% steigern jetzt gegenüber bei der 1:2 Heimniederlage gegen den FC Augsburg. Und wer für die Bayern gegen PSV Eindhoven spielen könnte, das schauen wir uns jetzt genauer an. So, liebe Bayern-Fans, das hier wäre meine Startelf für das Spiel am Mittwoch in Eindhoven. Klar, aktuell ist es schon ziemlich eng, gerade was die Abwehr angeht. Denn mit Kim, gelb-rot gesperrt, fehlen weiterhin Konrad Laimer, Stanisic, aber auch Sascha Boe. Dazu fehlt jetzt gegen Augsburg auch Rafael Guerreiro wegen einer Wadenzerrung. Bei Upamecano denke ich mal, dass er bis Mittwoch wieder auf jeden Fall einsatzbereit ist. Daher würde ich die Bayern-Abwehr so aufstellen, inklusive natürlich dann wieder Manuel Neuer im Tor, dann auf links hoffe ich wieder mit Alphonso Davies. Auf rechts wie gegen Augsburg, okay, das ist dann mal wirklich nicht seine Position. In der Innenverteidigung hoffe ich dann auch wieder mit Tah und Upamecano zusammen. Dazu würde ich jetzt gegen Eindhoven, auch wenn ich Kimmich lieber im zentralen Mittelfeld sehe, ausnahmsweise ihn als Rechtsverteidiger aufstellen. Mit Ito, der auch auf links spielen könnte, hat Kompany quasi nur noch einen echten Abwehrspieler aktuell auf der Bank. Gut, ein Tom Bischoff kann zumindest ebenfalls auf der Linksverteidigerposition spielen. Daher wäre das hier schon mal meine Bayern-Abwehr für Mittwoch. Im Mittelfeld würde ich dann natürlich mit Pavlovic spielen lassen. Seine Ruhe am Ball, aber auch seine mega Passstärke wie aber auch Sicherheit sind mega wichtig für den Spielaufbau beim FC Bayern. Gut daneben Leon Goretzka. Ich würde es eigentlich schon gut finden, wenn Trainer Kompany mal Tom Bischoff auf Goretzka-Position spielen lassen würde. Denn irgendwie spielt Goretzka die letzten Spiele ziemlich tief unterm Radar, heißt, man sieht nicht wirklich viel von ihm. Da aber Vincent Kompany dennoch sehr oft auf Goretzka setzt, könnte er natürlich auch wieder gegen Eindhoven in der Startelf stehen. In der Offensive auf links natürlich Luis Diaz, dazu auf der rechten Seite Weltklassemann Michael Olise. Gerade gegen Augsburg hat man gesehen, wenn Olise mal so gesehen einen schlechten Tag hat, läuft allgemein nicht viel in der Bayern-Offensive. Aber gut, gegen Augsburg waren wirklich mal alle schlecht. Klar, kann passieren, auch nur Menschen, aber da muss natürlich jetzt viel, viel mehr kommen gegen Eindhoven. Und man darf auch mal was Negatives sagen, ich bin jetzt mittlerweile seit 36 Jahren Bayern-Fan. Ja, auf der 10er-Position wird es natürlich jetzt richtig spannend, da Jamal Musiala endlich wieder fit ist.
Ob es natürlich schon mal reicht für den Startelf-Einsatz gegen Eindhoven, gut, das muss man abwarten. Ich hoffe es eigentlich. Der Musiala mit seiner Explosivität im Dribbling, seine Pässe, aber auch Torgefahr wird die Bayern-Offensive noch stärker machen, als sie eh schon ist. Gut, falls Musiala doch erst in der zweiten Hälfte kommen könnte, würde ich persönlich weiterhin auf Lennart Kahl setzen. Ja, seine letzten Spiele waren auch nicht so ganz toll, aber hey, er ist noch jung und er braucht Spiele. Aber dennoch sehe ich einen Kahl lieber in der Startelf als Serge Gnabry, der mir auch viel zu wenig für das Spiel nach vorne macht. Gut, Gnabry hat jetzt gegen Leipzig und Köln jeweils ein Tor erzielt, aber er spielt mir einfach viel zu unkonstant. Daher wenn, Lennart Kahl auf die 10. Natürlich im Sturm Harry Kane, 30 Saisonspiele bis jetzt, 4 Torvorlagen, aber starke 34 Tore erzielt. Dazu hat Kane ein mega Auge, was Pässe bzw. seine Mitspieler angeht. Für mich ist Harry Kane der kompletteste Stürmer aktuell auf der Welt. Ja, liebe Bayern-Fans, also das hier wäre für mich dann die aktuell bestmögliche FC Bayern-Aufstellung für das Champions League-Spiel am Mittwoch beim PSV Eindhoven. Natürlich hat Vincent Kompany dann mit Nicolas Jackson noch einen weiteren Stürmer, der je nach Spielverlauf bzw. Ergebnis in der zweiten Hälfte kommen könnte. Ich denke mal, gerade jetzt nach der ersten Bundesliga-Pleite, was ja kein Beinbruch ist, wollen die Bayern-Spieler bestimmt dennoch eine Reaktion zeigen. Und genau dann ist der FC Bayern am gefährlichsten. Man muss jetzt in Eindhoven wieder so konzentriert spielen, sich auf seine eigenen Stärken fokussieren, wie bei den meisten erfolgreichen Spielen bis jetzt. Dann wird man auch dieses Spiel beim PSV Eindhoven gewinnen. Wenn mal ein Olise nicht die Akzente setzen kann, dann müssen mal halt ein Luis Diaz oder ja auch ein Joshua Kimmich mehr Druck nach vorne erzeugen. Daher können wir trotzdem auch froh sein, wenn endlich Jamal Musiala in die Startelf zurückkehrt. Denn mit ihm ist das Bayern-Spiel dann noch unberechenbarer. Ja, und mein Champions League-Tipp für den PSV Eindhoven gegen Bayern München: ich tippe auf ein 1:3 Auswärtssieg der Bayern. Wie sieht denn deine Bayern-Prognose für dieses Spiel aus und wie würde deine FCB-Startelf aussehen? Ab damit in die Kommentare. Also dann viel Spaß am Mittwoch, Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.